Hallo, mein Name ist Ramona Würer, ich bin 42, komme aus dem schönen Österreich, aus Salzburg. Ich habe einen 20-jährigen Sohn und warum ich zu Elite Hairtransplant bin, weil mich meine Geheimratsecken schon seit ich 15, 16 bin, wo man halt dann so in die Zeit kommt, wo die Burschen interessant werden. Seitdem stört mich das und war dann eigentlich immer der Meinung, na, das ist zu teuer, das ist zu teuer. Und witzigerweise, oder Gott sei Dank, haben wir vor einem halben Jahr einen Freund von meinem Mann kennengelernt, der Mario Brilic. Der hat dann mir mitgeteilt und den haben wir einfach einen Freund kennengelernt und der hat sich das machen lassen und hat immer nur eine Käppi aufgehabt und auf einmal hat der kein Kapperl mehr oben und die Haare sprießen. Und ich habe mir gedacht, wow, da will ich, und den habe ich dann genervt und ich glaube, ich habe ihn über eine Stunde ausgefragt, von wo und wie und was, und ja, Elite Hairtransplant in der Türkei und ja, dann Abmarsch heim und dann habe ich gegoogelt, Menge Videos, die Bewertungen, die sind alle mega. Der Herr Dr. Balvi ist so positiv herausgestochen und auch die Damen, die was da damit zu tun haben. Und ja, und das hat sich dann jeden Tag hat sich das nur mehr in mir gefestigt, dass ich das unbedingt machen möchte. Habe dann Kontakt gesucht mit Elite Hairtransplant, was Wahnsinn war. Die haben mich gebeten um 4, 5 Fotos von die Geheimratsecken, vom Hinterkopf, alles über WhatsApp. Das war genial. In einem Tag habe ich dann ein Angebot bekommen, wo alles, also wirklich ganz genau geschrieben wurde, was kostet, wie und wann. Ja, das habe ich dann mit meinem Mann besprochen und nur mit einer Freundin, weil eigentlich wollte ich es nach außen hin nicht so viel machen, darum jetzt das Video. Und ja, das hat einfach, es hat so gepasst. Also der Alascha, der WhatsApp-Kontakt war so mega nett und freundlich und immer wieder gefragt, sind alle Fragen bereinigt. Dann habe ich die Flüge geschaut, habe das dann an Elite Hairtransplant nochmal geschickt, ob das mit den Daten passt. Die haben mir das bestätigt und der Flug wurde gebucht. Ja, am Donnerstag jetzt am Mittwoch am 26. September war es soweit. Wir sind geflogen, sind dann in Istanbul angekommen, Riesenflughafen. Es hat ein Fahrer auf uns gewartet, der war mega freundlich, weil wir haben dann nur auf 2 weitere Patienten gewartet. Der hat uns was zum Trinken gebracht, der hat uns beruhigt, hat uns hersitzen lassen. Sind dann sofort in Elite Hairtransplant gekommen. Da war das Personal, ohne schleimen zu möchten, war mega nett. Also wirklich, also man hat sich ab der ersten Minute gut aufgehoben gefühlt. Wir haben dann einen Pass abgegeben, was ganz normal ist, einfach, dass man registriert wird. Wir haben dann Blut abgenommen und nach dem Ganzen habe ich das Glück gehabt, dass ich gleich zum Dr. Balvi gekommen bin, am selben Abend noch. Der hat mir das dann eingezeichnet. Man hat natürlich seine Vorstellungen bis runter zu Augenbrauen am besten, aber das war bei mir nicht. Also bei mir ist wirklich mehr geworden, wie ich mir gewünscht hätte, weil da geht es um die Stirnmuskulatur. Der hat mir das dann eingezeichnet und ich war ja mehr als nur happy. Wirklich, ich habe Tränen in die Augen gehabt, weil man dachte, ja super. Ja, nach dem ganzen Gespräch sind wir dann ins Hotel wieder mit dem Shuttle, wieder mit einem Herrn gebracht worden. Das Hotel war, ja, ich kann es leider nur so sagen, mega. Es war wunderschön, es ist ein tolles Hotel. Die haben alles schon vorbereitet, das ist alles von Elite Hairtransplant. Du musst wirklich nichts mehr machen, du brauchst nur aussteigen und einsteigen. Haben dann einen tollen Abend dort verbracht, Istanbul ist wunderschön. Wir haben dann gut gegessen, sind dann relativ früh schlafen gegangen, weil ich wurde um 5:45 vom Hotel in der Früh abgeholt. Der Fahrer war schon bereit, wir sind dann sofort ins Elite Hairtransplant gekommen, haben dann ist nochmal besprochen worden, wegen der Teilrasur oder ganz weg. Ich wollte eigentlich ganz weg, wo mir die Damen und auch der Herr Dr. Balvi geraten hat, ich soll doch einen Teil lassen, weil es ein bisschen besser verdecken kann. Haben wir dann auch so gemacht, bin auch mega happy. Man sieht, die 3 Zöpfe sind mega. Und dann war es so, dass man, ja, dann eben die Teilrasur und dann ist schon losgegangen. Dann ist eine ganz nette Gruppe gekommen, die haben mir hinten die Haare, also zuerst die Anästhesie, da wird vorher mit einer Drucktechnik gearbeitet und erst dann kommen die Spritzen.
ist wirklich zum Aushalten. Also ist wirklich, ich habe mir es viel, viel schlimmer vorgestellt. Dann wird das entnommen. Nach dieser Entnahme habe ich was zum Frühstücken bekommen. Da habe ich dann gleich meinen Mann und allen Freunden geschrieben, easy cheesy, überhaupt kein Thema. Ja, das war dann nach dem Frühstücken und dann dreht man sie eben um und dann werden die Kanäle gesetzt. Das dauert natürlich ein bisschen länger, das ist eine filigrane Arbeit. Ich habe 3400 Crafts oder 3500 Crafts bekommen, was eine Menge ist. Und wo ich mir vorher das nie gedacht hätte, dass ich wirklich so viel brauche, aber es ist einfach vorhin echt schon sehr schütter gewesen, das Haar. Und ich war dann um 2:20 war ich fertig. Ich habe dann sofort einen Orangensaft bekommen, weil es mir ein bisschen mit dem Kreislauf gehabt hat, aber das habe ich generell das Problem, das hat überhaupt nichts mit der Haarverpflanzung zu tun. Ich habe dann gleich einen Orangensaft bekommen, habe mich dann draußen noch 1 Stunde und 45 Minuten hingesetzt. Da ist jedes Mal jemand gekommen, auch zwischen der OP, zwischen der Transplantation kommt immer der Dr. Balvi vorbei oder eine von den Damen, die Gamse oder die Tuba, ob alles in Ordnung ist. Die sprechen mega Deutsch wie wir. Das ist ganz, ganz wichtig und die sind mega nett, die Mädels, wirklich. Ja, und dann bin ich draußen gesessen, 1 Stunde und 3/4. Nachdem war alles gut, bin dann wieder mit dem Shuttle, also mit dem Herrn vom Elite Hair Transplant ins Hotel gekommen, habe da dort dann gespeist, also der Abend war dann relativ schnell vorbei. Die erste Nacht ist jetzt nicht so der Burner, weil es einfach ein bisschen unangenehm ist, aber nicht von den Schmerzen, sondern einfach das Aufrechtsitzen, beziehungsweise halt einfach ein bisschen, dass man ein bisschen schräg sitzt, schlaft. Ja, und jetzt bin ich heute wieder da zur Nachkontrolle. Es ist alles gut gegangen, der Verband ist abgenommen worden, es ist wirklich super und ich bereue es, dass ich es nicht früher gemacht habe. Vielen lieben Dank, Dr. Balvi, Tuba, Gamse und wirklich dem kompletten Team. Mehr kann ich leider nicht sagen. Einfach nur, bitte, wenn ihr wirklich ein Problem damit habt, macht es. Vielen lieben Dank, danke, tschüss.